Vor etwa 1,5 Monaten habe ich ein Video zu Stable Diffusion XL veröffentlicht. Stable Diffusion, für die es nicht kennen, ist eine bildgenerierende KI. Das heißt, ihr gebt Text ein und ihr bekommt ein schönes Bild bei raus. Und Stable Diffusion XL ist halt die große Variante. Sprich, das neuronale Netz hinten dran ist größer, stärker und die Bilder sind hochauflösender und eigentlich auch hübscher. Zumindest meines Empfindens nach. So, das Problem bei diesem Video, was ihr mir jetzt kommentiert habt, war, das ist zwar ganz geil, aber es ist mir A, zu kompliziert, das aufzusetzen bei mir, oder B, die Hardware reicht einfach nicht. Denn ihr wollt das vielleicht mit dem Handy machen, ihr wollt das unterwegs machen, wenn ihr mal in der Bahn Zeit habt, oder ihr wollt halt einfach nicht eine 3090 kaufen, denn das Ding habe ich bei mir drin und die kommt an ihre Grenzen. Und deswegen schauen wir uns heute einen Vergleich von verschiedenen Stable Diffusion XL Netzen an, denn die kann man auch feintunen, und zwar mit unserem heutigen Partner Supermachine. Supermachine hat bei sich mehrere dieser bildgenerierenden KIs integriert, denn im Grunde ist das alles so aufgebaut. Ihr habt eine bildgenerierende KI, das ist die Software dahinter, und ihr habt verschiedene Modelle. Und diese Modelle sind gut für verschiedene Anwendungszwecke. Sprich, ein Modell ist vielleicht super gut im Porträts entwerfen, ein anderes Modell ist viel, viel besser im Architektur entwerfen und nochmal andere sind vielleicht im Webdesign besser. Und deswegen schauen wir uns heute an, welches Netz eigentlich wo am besten performt. Wir konzentrieren uns allerdings auf nur Stable Diffusion XL, was ich hier so schön auswählen kann. Und hier haben wir 5 verschiedene KIs, die ich euch vorstellen darf. Einmal haben wir Mystery Model XL, wir haben Supermachine Abstract XL, MBB XL, Dreamshaper XL und SDXL. SDXL ist das Original Stable Diffusion XL, während Dreamshaper MBB XL, Supermachine Abstract XL und Mystery Model XL sind eigentlich fein trainierte Netze. Die sind besonders gut für verschiedene Anwendungszwecke. Und wir sehen auch hier schon einen wichtigen Clou. Und dann mache ich mal mein Bild wieder dazu an. Denn Supermachine Abstract XL ist ein eigenes Modell, das von Supermachine, also unserem heutigen Partner, selbst feintrainiert wurde. Und da sind die natürlich dabei. Wie gesagt, es dauert eine Weile, bis so ein Feintuning passiert. Und es dauert natürlich noch länger, bis dann wirklich alles soweit ist, dass man sagen kann, hey, das ist ein gutes Modell. Und wir schauen uns heute einfach mal an, wie diese 5 hier performen. Jetzt einmal ganz kurz, was macht Supermachine eigentlich für euch? Ihr könnt hier Bilder generieren mit einem Modell eurer Wahl. Selbstverständlich habt ihr hier auch andere Modelle zur Auswahl, aber wie gesagt, ich bin riesiger Fan von XL und die Ergebnisse, die daraus rauskommen, sind einfach sehr, sehr gut. Und bei Supermachine könnt ihr einfach diesen Prompt online im Webinterface eingeben, auch mobil, das habe ich auch getan. Und hier zum Beispiel einfach auf Generate Image klicken. Und dann sehen wir hier, aha, wir haben hier die Möglichkeit, einen Prompt einzugeben. Wir haben hier sogar einen Style Assistant, das heißt, wir können hier einfach auswählen, wie unser Zeichenstil zum Beispiel aussehen soll oder unsere Kamera aussehen soll, welchen Winkel wir haben. All diese Dinge, die ich euch aufwendig in einer Tutorial-Reihe gezeigt habe, könnt ihr hier im Style Assistant eigentlich euch zusammenbauen. Ihr habt hier auch die Advanced Settings, das heißt, ihr könnt das Format auswählen, ob es zum Beispiel 9:16 sein soll, also Porträtmodus, oder Breitbild oder halt 1:1 oder 3:4, wie auch immer. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein negatives Prompt einzugeben. Das sind die Sachen, die ich nicht haben möchte. Und ihr habt hier die Möglichkeit, natürlich euren Seed einzustellen, wie viele Bilder rauskommen sollen. Ihr habt den Sampler, den ihr einstellen könnt, und natürlich das Album. Das schauen wir uns nachher an. Da habe ich nämlich schon ein paar für euch generiert. Und am Ende habt ihr hier einige Credits. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hey, was kostet das alles? Beziehungsweise was bedeuten diese Credits? Wieso hast du nur noch 448 Credits? Naja, es gibt einen speziellen Deal, den Supermachine tatsächlich nur für mich erstellt hat und für euch in dem Fall, was ich mega cool finde. Denn ihr habt die Möglichkeit, Lifetime euch Supermachine zu holen. Lifetime bedeutet, ihr habt kein Abo, sondern ihr habt einmalig eine Zahlung von $99. Und dann bekommt ihr jeden Monat 1000 Credits. Zum Vergleich, all die Bilder, die ich generiert habe, plus noch ein paar extra, sind 500 Credits gewesen. Also ein Bild kostet, wenn ihr es klein macht, hier in dem Fall ein Bild ohne besondere, also hier Creativity bzw. die Steps sind auf 20, ist ein Credit. Ich habe die ganzen Bilder allerdings normalerweise eher in 1024 x 1024. Dann werden die Credits halt doppelt so teuer. Ich erkläre euch gleich, wo die herkommen. Und meistens mache ich hier auch 4 Bilder. Ich sage euch auch gleich warum.
Und dann könnt ihr im Zweifelsfall noch die Steps höher stellen. Dann kostet euch 4 Bilder, kosten 10,4 Credits, wenn ihr auf maximal alles rausballern geht. Aber hier lasse ich meistens die Steps tatsächlich so und baue halt 4 Bilder. Das heißt, ich brauche 8 Credits für 4 Bilder oder ein Bild für 2 Credits. Das heißt, ihr könnt 500 Bilder bauen. Was ehrlich gesagt ziemlich viel ist. Ich komme da eigentlich selten drüber. Und ja, die Ergebnisse, wie gesagt, sind auch sehr, sehr gut. Das, was ihr hier oben seht, ist kein Stable Diffusion XL. Das sind die XL-Modelle. Ihr könnt, wie gesagt, hier einmal filtern. Also es ist einfach ein sehr, sehr angenehmer Weg, euch eben Bilder zu erstellen. Und das Ding ist natürlich, Super Machine baut auch gerade in diesem Moment neue Modelle hier ein, auch Stable Diffusion XL Modelle. Ich habe mit ihnen geschrieben, ich darf euch da noch nicht mehr dazu sagen, leider. Aber sie trainieren auch tatsächlich selbst an weiteren Modellen. Und das heißt, wir haben hier eben irgendwann wahrscheinlich sehr viel mehr Modelle zur Verfügung, was halt super gut ist. Und dann kommt irgendwann vielleicht Stable Diffusion XXL, wo wir dann auch hier eben einfach die Sachen machen können. Jetzt einmal ganz kurz, wo kommen diese Credits her? Ich sollte da vielleicht ganz kurz drauf eingehen, bevor wir den Vergleich starten. Die Credits sind im Endeffekt eine Absicherung, dass ihr halt kein Bot einfach darauf ballert und die ganze Zeit nur irgendwelche Bilder generiert. Denn diese Generierung, die kosten natürlich Super Machine auch was. Die haben im Endeffekt Server dafür und diese Server brauchen Leistung bzw. haben eine gewisse Kapazität. Und auf der Startseite sehen wir das auch. Wir haben hier 1 Million plus Bilder jede Woche generiert. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Ne? Also ich habe es mal bei mir gebenchmarkt. Ich brauche ungefähr so 30 bis 60 Sekunden für einen Batch, den ich baue. Und ja, 1 Million ist dann halt schon deutlich mehr. Ne? Das heißt, wir müssen hier auch eigentlich hingehen und sagen, ey, wir müssen es ein bisschen limitieren, damit nicht jeder einfach unendlich viele Bilder generiert. Man kann aber grundsätzlich, glaube ich, sich auch neue Credits kaufen, wenn man es ganz dringend braucht. Aber wie gesagt, ich komme eigentlich nie über diese 1000 Credits in einem Monat drüber. Und die refreshen sich dann mit eurem Deal, ohne Abo, ohne irgendwas, jeden Monat auf 1000 wieder. Und das ist eigentlich ziemlich cool. So, jetzt zum Vergleich natürlich. Dafür seid ihr ja hier. Also, wir benchmarken heute nur die Stable Diffusion XL Modelle. Das heißt, wir vergleichen Model XL, Abstract XL, MBB XL, Dreamshaper XL und das von Haus aus Stable Diffusion XL Modell. Und naja, falls hier neue dazukommen, könnt ihr gerne mal selber abklären, wie gut die sind. Ich habe das alles mal für euch schon vorbereitet, aber ich will euch trotzdem kurz den Prozess zeigen, wenn ich nicht spickeln. Wenn ich euch ein Bild generieren möchte, dann sieht das so aus. Ich überlege mir hier einen Prompt, Bearded Hacker in a Cyberpunk Environment. Ich wähle hier oben ein Modell aus, zum Beispiel Abstract XL. Ich kann hier zum Beispiel noch einen Style Assistant nehmen, Cinematic. Oh, ups, da sollte ich vielleicht ein Komma vorne dran hinsetzen. So, was haben wir noch? HD. Polaroid passt nicht ganz, ne? Ist egal, macht nichts. Portrait finde ich auch gut. Und Wall Photograph, nein. Und hier einmal Synthwave. So. Die packen wir jetzt nebeneinander, also vielleicht nicht so direkt und einmal hier. So, und jetzt kann ich das eigentlich schon generieren lassen. Ich kann hier unten aber auch Sachen einstellen. Wie gesagt, der negative Prompt, den kann ich euch echt empfehlen. Der ist super gut, weil JPEG-Artefakte wollt ihr nicht haben. Das sind diese hässlichen Dinge, die wir hier haben. Ich mache mich dazu mal nochmal weg, damit ihr es euch abschreiben könnt im Zweifelsfall. Ich habe hier aber auch Naked, Nude und NSFW drin, damit ich nicht aus Versehen was generiere, was nicht safe for work ist. Und ja, die sind sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einmal Bock auf, das ein Porträt ist, mache ich mal Portrait Mode. Und wir machen, genau, das ist die Auflösung, wir machen 4 Bilder, nehmen Euler A, machen Home. Creativity lassen wir auf 7 von 12, ich finde das eigentlich ganz gut. Und ehrlich gesagt, bei den Steps finde ich 20 auch sehr solide. Wir können hier theoretisch einen festen Seed nehmen, das ist einfach eine zufällige Nummer. Wenn ihr denselben Seed eingebt, dann bekommt ihr auch dasselbe Bild am Ende wieder raus. Das ist gut, wenn ihr irgendwie consistent Ergebnisse haben wollt. Und das geht sehr, sehr gut, wenn ihr dann Kleinigkeiten an eurem Prompt ändern wollt. Aber brauchen wir für unseren Fall nicht. Wir wollen einfach nur Bilder generieren. Und ihr könnt hier auch tatsächlich ein weiteres Bild reinpacken. Das mache ich jetzt mal nicht. Dafür habe ich nämlich nachher noch einen Vergleich für euch dabei. So, kostet uns für 4 Bilder 6,4 Credits und let's go. So, dann bekommen wir hier unten, ja, nicht spickeln. Hier bekommen wir die Generierung, beziehungsweise dann auch hier oben unter den Alben kann ich auch angucken, wie die dann aussehen. Und damit, die schauen wir uns am Ende nochmal an. Damit machen wir jetzt hier einen kleinen Vergleich.
Ich habe jetzt für euch hiermit einen Vergleich durchgeführt. Und zwar für alle Stable Diffusion Modelle, also alle 5, die wir uns gleich angucken wollen. Und zwar in 15 verschiedenen Kategorien. Und ich habe jeweils 4 Bilder erstellt, damit Ausrutscher natürlich irgendwie ein bisschen toleriert werden. Und wir werden das jetzt folgender machen. Für jede dieser 15 Kategorien habe ich hier unten ein Referenzbild, also quasi der Opa, ja, das ist die erste Kategorie hier. Ich habe mit jedem dieser Modelle, dieser Stable Diffusion XL Modelle, habe ich 4 Bilder generiert mit genau demselben Prompt und wir werden uns gucken, wie genau wird das Prompt getroffen, beziehungsweise wie gut sieht es dann am Ende aus und das Referenzbild ziehe ich dann in das jeweilige Modell rein, also SDXL, Abstract XL, MBB XL, Mystery Model XL und Dreamshaper XL. Das in meinen Augen hier den besten Platz hier erreicht hat. Aber wie gesagt, das ist natürlich hochgradig anfällig dafür, was ihr eigentlich haben wollt und naja, was euer Auge am Ende möchte. Genau, und dann haben wir am Ende hier eine Liste mit allen, was eigentlich das jeweilige Modell am besten kann. Und die schauen wir uns dann nochmal an. So, wir starten auch tatsächlich direkt mit dem Opa. Okay, also das hier ist offensichtlich nicht wirklich mein Favorit. Die Augen sind verwaschen, das sieht nicht so gut aus. Der sieht ehrlich gesagt nicht happy aus und ich habe hier oben happy eingegeben. Der sieht ganz cool aus. Den finde ich ganz gut. Ich würde es tatsächlich auch mal so machen, dass ich nicht gebiased bin, dass ich sie gar nicht groß mache, damit ich schneller entscheide. So, also der Kollege hier ist ganz gut, der ist auch gut, auch gut, auch gut. Der ist ehrlich gesagt auch sehr gut. Das Auge ein bisschen seltsam wieder. Mystery Model XL scheint ein bisschen Probleme mit den Augen gehabt zu haben. Die hier finde ich nicht so gut, weil die sind nicht Cartoon-Style. Ich habe eigentlich gesagt Cartoon-Style. Für mich ist das nicht Cartoon. Und das hier unten finde ich auch nicht so super. Wohingegen der hier ist super. Der ist auch gut. Die beiden finde ich nicht so. Der sieht nicht glücklich aus, der auch nicht und der auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt zur Auswahl der Kollege hier unten links. Wir haben ihn hier zur Auswahl. Ich würde es tatsächlich mal so machen, die rausschmeißen, die ich nicht hier drin haben möchte oder die für mich nicht gewonnen haben. Also einmal ihn hier raus. Er sieht nicht glücklich aus. Bei ihm finde ich den Schnauzer ein bisschen weird. Ich gehe nochmal kurz auf das Prompt. Also, Very Old Happy Grandpa haben wir alle erfüllt. Wrinkles haben wir erfüllt. Cartoon haben wir erfüllt. Detailed Face haben wir erfüllt. Sharp Eyes haben wir erfüllt. Extremely Detailed. Photorealistic. Highly Detailed. Organic. Dynamic. Ultra Realism. Okay, jetzt ist es schwer. Jetzt muss ich sagen, finde ich tatsächlich alle gut. Die sind alle super. Ich habe hier keine Favoriten mehr. Die sind alle genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. So, das ist SDXL. Das ist SDXL. Das ist Abstract XL. Abstract XL. Dreamshaper. Abstract XL. Und Abstract XL. Wir haben 4 von 4 bei Abstract XL. Das sind tatsächlich, also die hier sind alle meine Favoriten. Und 4 von denen sind bei Abstract XL. 2 sind bei SDXL und 1, ich glaube der hier war es, nein, der Kollege war es, ist bei Dreamshaper rausgekommen. Dementsprechend, ja, wie machen wir das? Wir geben jetzt hier einmal ganz kurz Abstract XL den Punkt, behalten aber im Kopf, ey, hier, das sind 4 von Abstract gewesen und 2 von SDXL und 1 von Dreamshaper. Okay, so machen wir jetzt weiter und wir gucken uns dann erstmal die Porträts an. So, wir sehen, dass es auch hier kurz nachladen muss. Und hier können wir eigentlich schon relativ schnell ein paar rausschmeißen. Hier einmal ganz kurz noch zum Prompt. Das hier werde ich gleich rauswerfen. Das ist ein Close-Up-Porträt von einer Frau. Staring in your soul. Ich habe die auch teilweise übrigens geklaut, beziehungsweise von ChatGPT generieren lassen. Und das kann ich auch echt nur empfehlen. Also mittlerweile muss ich sagen, Prompts kann man sehr, sehr gut von anderen Menschen sich inspirieren lassen, kleine Parts holen, sich da zusammenbauen oder tatsächlich von ChatGPT bauen lassen. So, also den würde ich mal rauswerfen. Jetzt würde ich tatsächlich mal reingucken. Ich habe hier gesagt Close-Up-Porträt. Die sind eigentlich soweit alle Close-Up, wenn mich das nicht täuscht. Staring in your soul. Da würde ich mal sagen, alle, die mir nicht direkt in die Seele glotzen, werfe ich raus. Sie sieht irgendwie aus, als würde sie ein bisschen daneben gucken, oder? Sie sieht irgendwie aus, als wäre sie woanders. Soft Gradient of Natural Light. Beautiful Blue Eyes. Die haben alle blaue Augen, ne? Professional Photography sieht alles sehr professionell aus. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal rausnehmen, die vielleicht nicht ganz so super realistisch aussehen. Keins davon würde ich als super, super realistisch rauswählen. Also als hochgradig realistisch. Also da sind die Haare irgendwie sehr verwaschen unten.
Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Also, hier haben wir einmal Dream Shaper und Abstract XL. Also, Mystery Model XL war nicht dabei. Wir haben 2 von Dream Shaper und 2 von MBB. Ich hatte vorhin gesagt, dass das hier eins meiner Favoriten, glaube ich, ist und das hier. Ich würde den Punkt hier an der Stelle mal Dream Shaper geben, aber bedenkt, dass die echt richtig eng sind. So, Dream Shaper. Einmal hier. Okay, cool. Gut, machen wir weiter. Photography generell, also jetzt nicht Nahaufnahme. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Prompt hier durchlesen. Das ist jetzt allerdings nicht nur Photography gewesen, vielleicht zum Verständnis. Concept Art ist auch in dem Prompt drin. Ich speede das mal alles ein bisschen ab und filter die mal raus, die irgendwie seltsam aussehen für euch. Bei ihr finde ich das Gesicht seltsam. Ihre Haare sehen hier sehr weird aus. Ihr rechtes Auge ist ein bisschen broken. Bei ihr sind auch die Augen ein bisschen broken und es sieht eher nicht wie ein Foto aus. Hier finde ich die Brille irgendwie nicht wirklich realistisch. Während ich das hier sehr gut finde als Bild, ist das an sich kein Close-Up. Deswegen würde ich das hier rauswerfen. Ich würde das hier rauswerfen. Oder Close-Shot, Entschuldigung, nicht Close-Up, Close-Shot. So, und das hier würde ich auch rauswerfen. Die anderen finde ich close genug. Dann haben wir Standing in the Rain. Wo regnet es nicht? Da regnet es, da regnet es, glaube ich, nicht. Cyberpunk-Style. Ich habe hier irgendeinen Cyberpunk-Prompt einfach genommen. Gefällt mir hier von 1 wirklich am besten, wo ich sage, ey, yo, auf jeden Fall. Ich würde sagen, nein. Ich finde es interessant, dass die beiden so super ähnlich aussehen. MBBXL. Und MBBXL. Es ist immer interessant, was die einzelnen Modelle dann auch wirklich rausproduzieren. Weil hier bei ihr also die Gesichter von den beiden sehen sich auch wirklich, wirklich ähnlich. Ne? Die haben beide so was Ähnliches. Und also sie ist von Dream Shaper. Die beiden sind von MBBXL. Interesting. Sie ist auch von Dream Shaper. Das heißt, das hier ist dasselbe Prompt. Das hier ist eigentlich auch kein Close, ne? Warte mal, das wollte ich eigentlich rauswerfen. So, SDXL. Mystery Model XL. Sie ist von Abstract XL. Das hier ist von Dream Shaper. Das heißt, wenn ich mir das nochmal richtig angucke, wir haben legit von jedem Netz 2. Das macht die Sache nicht einfacher. Das ist wirklich ein Draw. Das ist wirklich ein Draw. Die sind alle gut. Ich würde jetzt aus persönlicher Präferenz das hier wählen. Das ist von Dream Shaper. Ich finde das am schönsten, aber das ist wirklich, also eigentlich, ja, Dream Shaper. Das ist wirklich nicht fair. Also die sind alle sehr, sehr gut. Okay, so, das waren so die Basic-Bilder. Jetzt dachte ich mir, okay, lass doch mal gucken, das hat mich tatsächlich ein bisschen dazu inspiriert, lass uns mal gucken, wie Raytracing funktioniert. Ich habe einfach mal Raytracing in das Bild mit reingepackt. Das ist ein sehr kurzes Prompt. Reflections of a Cyberpunk City in Rain on the Street, Raytracing on Neon Lights. Und wir gucken jetzt mal, wo sieht Raytracing am realistischsten aus. Das war hier mein Benchmark, das ist nicht irgendwie, das darf schon so aussehen, das sieht zwar nicht realistisch aus, nicht mal annähernd, das hier sieht eher realistisch aus. Ich finde die an sich schöner, aber das ist, wie gesagt, die eigene Präferenz von dem jeweiligen Modell. Ich würde jetzt hier erstmal gucken, wo sieht Raytracing gut aus. Hier wahnsinnig gut. Hier sogar die Spiegelung hier von den Personen sieht sehr gut aus. Das stimmt nicht ganz. Hier haben sie die Leuchtschrift nicht drin und das, wobei doch, das stimmt schon. Hier sehe ich einen kleinen Fehler. Hier oben müsste eigentlich noch so eine Leuchtreklame hin. Hier müsste eigentlich was Bläuliches sein, was hier nicht ist. Da ist wieder das Orange, aber da oben geht es dann noch weiter. Das stimmt nicht so ganz. Es ist super, super schwer. Also das hier würde ich auch rauswerfen. Das sieht für mich sehr schlüssig aus. Hier weiß ich tatsächlich nicht, wo diese 2 roten Artefakte hierher kommen. Ich glaube, die sehe ich nicht. Vielleicht hängt was oben drüber, das könnte natürlich sein. Also es ist jetzt nicht so, als dass ich sagen würde, das ist irgendwie weird. Aber es ist nicht ganz so krass gut wie die anderen. Das ist auch sehr, sehr gut. Die sind alle sehr gut, also das muss man einfach so sagen. Die sind alle sehr, sehr gut auf ihre eigene Art und Weise. Und ich finde, hier sieht man auch ganz gut, wie die jeweils die Präferenzen haben. Aber hier ist was Orangenes, was ich nicht sehe. Und hier ist diese Leuchtreklame, die ich auch nicht so ganz wiederfinde. Machen wir das mal raus. So, das hier ist... Also ich gehe die gerade wirklich einfach so durch, ne, damit ich irgendwas finde, damit mir am Ende die Auswahl leichter fällt, ja. Die sind alle top-notch. Aber ich glaube, das hier finde ich super. Das ist gut. Bleiben eigentlich diese hier übrig.
Die sind MBB XL. Man sieht eine Ähnlichkeit, ne? Man sieht eine Ähnlichkeit. Ich finde, die hier haben sogar schon Ähnlichkeiten zu dem Kleid, das wir hatten, dieses Plastikkleid. Und das ist SDXL, SDXL und SDXL. Dann würde ich das hier mal tatsächlich an SDXL geben. Aber auch hier wieder mit der Anmerkung, dass wir sehr, sehr, sehr nah dran waren. MBB XL ist auch sehr, sehr gut eigentlich. Ist eigentlich unfair, dass es noch keinen Punkt gab hier. Naja, gut. Ihr könnt gerne die Tierlist auch einfach selber mal bauen und mir dann mal sagen, was bei euch rauskam. Einfach mal unten drunter kommentieren, was ihr meint. Vielleicht auch mit den Bildern, was euer Favorit jeweils ist. Könnt ihr mir immer gerne sagen. So, als nächstes schauen wir uns mal Hände an. Hände sind so ein bisschen problematisch, wie wir uns denken können. 5 Finger sind ein Must-Have. Ich zeige euch mal eben das Prompt. Also, eine Szene an einem Beach, also an einem Strand, im Sunrise, also Sonnenaufgang. 2 Menschen, die nebeneinander stehen, die den Horizont angucken, wie hier. Sie halten aber nicht ihre Hände, so wie hier, sondern sie halten ihre Hände nach oben und machen ein Peace-Zeichen mit ihren Fingern. Um eben zu zeigen, dass ihre, also man soll auch sehen, dass ihre Hände 5 Finger haben. Was ist das? So. Ich glaube, hier wird es tatsächlich einfach. Also ich glaube, das hat wirklich keins der Netze geschafft. Das passt auch überhaupt nicht. Nee. Ich würde vorschlagen, das hier ist schon am nächsten dran, deswegen kriegt das mein Vote in dem Fall. Auch wenn es hier einmal irgendwie so ein Stinkefinger ist und hier ist es einmal ein sehr langer Daumen. Ich würde das MBB XL geben. Einmal direkt hier MBB XL. So, also die sind alle nicht nah dran, aber es, wie gesagt, ist ein Benchmark. Wenn hier überhaupt jemand trifft, bin ich schon happy. So, nächster Benchmark war mein Color-Test. Ein Bedroom-Setting. Ein himmelblaues Bett, 3 Boxen. Die linke Box ist Emerald Green, die mittlere ist Ruby Red und die rechte ist Sunflower Yellow. Unter dem Bett ein lavendelfarbenes Rug und in der Mitte, auf der mittleren Box, ein saphirfarbenen blauen Vogel mit silbernen Flügeln. Ja. Oben drüber ein goldener Chandelier, wie übersetzt man das? So ein Ding halt hier, Kronleuchter, genau das, danke. Mit Kristallen und Lightbulbs. So, ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das ist. Ich bin schon happy, wenn ich ein himmelblaues Bett bekomme. Das ist nicht himmelblau, das fliegt raus. Das ist himmelblau, das ist definitiv nicht himmelblau. 3 Boxes on the bed. Boxes, nicht irgendwas anderes, Boxes. Auf dem Bett. Ist das so schwer? Ja, es ist sehr schwer. Bei dem, ehrlich gesagt, bin ich auch sehr weit entfernt von himmelblauem Bett. Das ist eher eine ganz andere Farbe. Das ist eigentlich auch nicht himmelblau. Das ist eigentlich auch nicht himmelblau. Schwierig. Hier würde ich tatsächlich irgendwie niemandem die Punkte geben. Das hier kommt vielleicht noch. Nein. Also ihr seht, der Benchmark nicht so gut. Der war zu hart vielleicht. Aber dass wir halt nicht mal ein Netz bekommen haben, was überhaupt Boxen gebaut hat, finde ich ein bisschen traurig. Das schaffen die einfach noch nicht. Also der Benchmark war zu hart. Den lassen wir hier, den löschen wir wieder raus. Das macht die Sache schon mal ein bisschen schneller. Jetzt gucken wir uns mal Concept an. Concept war ein Benchmark, wo ich versucht habe, irgendwelche Dinge reinzubauen, die eigentlich so gar keinen Sinn machen. Also in dem Fall intelligente Schnecken mit einem Essence of a Symphony, composed by a hypothetical underworld civilization. Mit Instrumenten in den Pflanzen und die Noten werden durch Licht quasi gezeigt. Die Schnecken sollten sich der Symphonie widmen und quasi Blasorchester machen. Und ein surreal blend of underwater currents, also quasi Strömung, die Melodie symbolisieren. So, ich sehe ehrlich gesagt, wobei doch, ich sehe gar nicht so schlechte Bilder. Also das ist auf jeden Fall was das Musikschema am deutlichsten aufgenommen hat, aber hier nicht wirklich mit also ich sehe zumindest keine Schnecken. Und ich sehe nicht wirklich Underworld. Das hier ist so dieses Underworld auf jeden Fall am besten dargestellt wahrscheinlich. Die Instrumente in den Pflanzen sehe ich auch so ein bisschen. Das finde ich tatsächlich nicht so furchtbar. Das ist an sich keine Underworld, keine Underwater Civilization, sondern irgendwas Seltsames. Das ist nicht wirklich Underwater. So, und das sind eigentlich alles sehr schöne Bilder. Ich glaube, ich sehe in allen Schnecken, oder? Also hier geht meine Underwater Civilization an der Luft weiter. Das gefällt mir nicht so sehr.
Ich finde die alle sehr gut. Ich werte hier mal kurz aus. Das ist von MBBXL. Das ist von MBBXL. Dreamshaper 1, Dreamshaper 2. Also ich finde die vom MBB auch tatsächlich am besten, muss ich sagen. Okay, machen wir weiter. Selbstverständlich wollte ich auch wissen, wie ich ein Logo bauen kann. Ein artistic and painterly graphic representation of a flame with vibrant brushstrokes and texture details. Nochmal Texture Details. Und zwar ein Brand-Logo. So, und hier misste ich mal die aus, die definitiv kein Brand-Logo sein können. Nämlich das hier, weil es oben nicht aufhört. Das hier, weil es bis an die Kanten geht. Das hier, weil es bis an die Kanten geht. Das könnte man machen, sieht aber furchtbar aus. Am schönsten finde ich diese hier und diese hier, muss ich sagen. Wir gucken jetzt einmal hier. Das ist Abstract XL und Mystery XL und Dreamshaper. Oh, wow, okay. Also, hier kommt es jetzt natürlich drauf an, was für ein Logo ihr wollt. Ich finde die von MBB sehr gut. Ich finde auch das hier sehr, sehr gut von Abstract, von Mystery und von Dreamshaper. Nur von SDXL habe ich keins, was mir so richtig gefällt. Hier würde ich mich tatsächlich mal entscheiden, weil die vier sind halt einfach alle gleich vom Stil. Und mir gefällt das hier, glaube ich, am besten. Weil das einfach es ist einfach ein super Logo. Das hier ist zu sehr an der Flamme dran. Das hier finde ich auch toll. Die beiden, schwer. Ich nehme das hier. Das hier finde ich am besten, Abstract XL. Weil das macht tatsächlich, also ihr könnt hier tatsächlich sehen, es lohnt sich wirklich mal alle durchzuprobieren, alle Modelle und dann mal zu sagen, ey, das ist mein Logo. Aber das ist schon sehr, sehr gut. Okay. Das hier ist ein Traum, der dargestellt werden soll. Ein Fantasy Forest als Kunstwerk natürlich. Ich habe hier trotzdem Photography reingebaut, damit es möglichst realistisch aussieht, also nicht irgendwelche komischen Traumszenen passieren. Aber es soll eigentlich natürlich von der Art und Weise ein Masterpiece bzw. ein CGI Unity 8K Wallpaper sein. Zu Unity kommt am Wochenende noch was. So, das hier fliegt schon mal raus. Sehe ich da unten Text? Da sehe ich Text, das will ich nicht. Ansonsten war das hier ein relativ leichtes, muss ich sagen. Ich finde die anderen aber ein bisschen zu verwaschen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich hier auf diese 4, glaube ich, konzentrieren. Gut, klar, ich habe Traum eingegeben, deswegen sind auch die hier sogar verwaschen, aber ich würde hier auch tatsächlich MBB wieder den Punkt geben, weil die so schön crisp sind. Aber wie gesagt, auch das ist auch stark abhängig von dem, was euch gefällt. So, natürlich habe ich auch Architektur ein bisschen gebenchmarkt. Und so allmählich würde ich sagen, können wir hier schon fast ein Schema sehen. Ich wette jetzt mal ganz kurz eine Kleinigkeit mit euch. Ich habe es mir vorher nicht angeguckt. Aber ich würde wetten, dass das hier, das hier, das hier und das hier, dass die von MBB XL sind. Und dann wissen wir schon, wie der Stil ungefähr von MBB ist. Ich hatte recht, MBB. Ups. MBB XL. Das auch. Oh. Und das letzte auch. Also ja, tatsächlich eigentlich relativ eindeutig. Tatsächlich muss das aber nicht heißen, dass eins davon gut oder schlecht ist. China Food Street. Ich habe das auch nur einfach geklaut. Und Obvious Colors, Vivid Colors, Beautiful Art. Okay, dann würde ich tatsächlich sagen, das da trifft eigentlich ziemlich genau die Food Street mit den Pastellfarben. Dreamshaper. Der Punkt geht für mich an Dreamshaper. Okay, gehen wir weiter. Hier habe ich versucht, Double Exposure zu bekommen. Double Exposure kennt ihr vielleicht, ich zeige euch das sofort mal. Double Exposure sind zum Beispiel diese Bilder hier. Ihr seht das überall quasi, ihr habt die Silhouette von einer Person und in der Person selber sind dann eben noch Sachen abgebildet, also zum Beispiel ein Berg oder ein Wald oder. Und hier muss man ganz klar sagen, keins von diesen Bildern ist ein Double Exposure Bild, weswegen ich hier auch einfach keine Punkte vergeben würde, weil die einfach alle nicht getroffen haben. Damit haben wir die Standardprozesse hinter uns von Stable Diffusion und jetzt gibt es aber hier noch 3 weitere Möglichkeiten, die sich auch mechanisch ein bisschen unterscheiden. Und zwar einmal Image Guided, ja, das sind Bilder, die nicht nur ein Bild eine Beschreibung beinhalten und einen Prompt, sondern auch ein Bild, das ich reingegeben habe. Und also man macht das so, ich zeige euch das mal eben. Generate, dann gibt man hier eben genau das ein, was wir hier gemacht haben und geben hier ein weiteres Bild mit rein. Und ich habe hier dieses Bild von mir da reingemacht. Ich habe einfach quasi ein Bild aufgenommen und das damit reingegeben. Und
Das waren die Ergebnisse. Ich habe hier, wie gesagt, das Bild reingegeben und dann gleichzeitig Bearded Hacker in a Cyberpunk City Artificial Robotic Arm, damit es ein bisschen schwerer wird und ich was zum Benchmarken habe. Kann man hier natürlich nicht sehen, weil mein Arm nicht abgebildet ist. Hier bin ich aber ein bisschen mehr Robo-Bro geworden. Was man auch direkt sehen kann. Also das ist so ein bisschen mehr Dystopie und weiter in der Zukunft. Okay. Ja, der Kollege hat nicht nur einen robotischen Arm, sondern ist gleich komplett robotisch. Das ist auch nur eine Hand, die robotisch ist. Ich will eigentlich einen Arm. Ich habe Arm eingegeben, also will ich einen Arm. Hier sehen wir noch ein bisschen mehr. Okay, also das ist SDXL. Diesen MBB, das erkennen wir ja schon wieder. MBB hat einen ganz anderen Stil. MBB ist viel, viel mehr Details. Vom General Look würde ich, glaube ich, dieses Bild hier bevorzugen. Der hat einen robotischen Arm, den man sehen kann. Man sieht nicht, dass es nur die Hand ist. Dementsprechend, ich würde dem hier das geben mit einem Strong Recommend auch für dieses hier. Mystery Model XL Platz 2 definitiv und Dream Shaper würde ich hier den Sieg geben, damit wir da was auswählen können. So, ich kann euch echt empfehlen, dieses Image Guide zu benutzen. Das hilft tatsächlich enorm, wenn man sich da, wenn man das benutzt. Wie gesagt, das sind einfach nur einfache Prompts gewesen, die halt einfach eine Sache benchmarken wollten. So, Canvas. Canvas habt ihr vielleicht schon gesehen. Beim Canvas mache ich Folgendes. Ich gehe hier auf Canvas, oben, das ist ein extra Punkt hierbei, und ich kann malen. Hier in dem Fall habe ich für mich einen Tannenbaum gemalt. Deswegen sind hier auch Tannenbäume bei rausgekommen. Und ja, das hat tatsächlich jedes einzelne Modell hingekriegt. Jetzt ist natürlich eure Frage, wie viel Detail wollt ihr, wie nah soll das an eurer Zeichnung bleiben? Ihr könnt übrigens auch hier auf den Tannenbaum draufgehen und dann hier auf Canvas gehen und dann bekommt ihr den Tannenbaum in Canvas. Es geht mit jedem Bild. Ich kann jetzt hier einfach noch irgendwas draufmalen, beziehungsweise Sachen wegradieren und zum Beispiel hier noch so ein paar Geschenke malen. So, und dann kann ich hier unten wieder auf Generate klicken und dann kriege ich die wieder raus. Also ich kann meine Bilder auch mit Canvas verändern. So, mein Canvas, den sehe ich leider hier nicht mehr. Ja, ungefähr so. Nur, dass es halt keinen Sinn macht. Und ich hatte 2 Geschenke, meine ich, gemalt. Das macht auch keinen Sinn. Das sind 2 Bäume. Das sieht sehr realistisch aus. Das sind 2 Bäume. Dann haben wir die Wahl zwischen dem und dem. Und ich meine, ich hatte 2 Geschenke gemalt. Das wäre Super Machine Reality. Das ist Abstract XL und das hier ist MBB XL. Wieder mal MBB. Ich würde das hier allerdings an Super Machine Abstract XL geben, weil ich hier, wie gesagt, mehrere Geschenke gemalt habe, nicht nur eins. In dem Fall, ich würde tatsächlich sagen, ich gebe das hier Abstract XL, denn der Baum war tatsächlich der am nächsten an das rangekommen ist, was ich gemacht habe. Und ich muss sagen, sieht auch sehr realistisch aus. Und wir kommen zum letzten Punkt, Character Cloning. Es gibt einige vorgefertigte Charakter von Super Machine für euch. Und die bekommt ihr hier oben unter Consistent Characters. Das ist ein komplett eigener Prozess. Die haben wirklich Charaktere für euch erstellt, die ihr dann am Ende verwenden könnt. Und ich werde jetzt hier mal nicht ins Detail gehen. Ihr könnt aber hier einfach eins auswählen, was ich hier gemacht habe. Ich habe unseren K-Pop-Star ausgewählt. Und dann steht hier im Endeffekt, use das hier in your prompts to make images of me. Das heißt, ihr könnt hier sagen, also das sind quasi Bilder, die man mit ihm generiert hat. Ihr könnt hier quasi auf Start Image Generation gehen und dann bekommt ihr halt Bilder mit ihm. So. Und ich dachte, ich mache mal hier einen K-Pop-Idol aus ihm. Und wir gucken mal, was bei rauskommt. Teilweise hat das sehr gut funktioniert, teilweise nicht so gut. Das kommt immer auf das Modell drauf an. Mystery Model XL hat das nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, das funktioniert auch nur so richtig gut mit den eigenen Maschinen von Super Machine. Aber ja, ich mache natürlich erstmal die hier raus. Was mein Prompt war, ist hier einmal Li Zhao, das ist der Name von dem Charakter gewesen. Dann eben das, was man eingeben sollte, as a K-Pop-Performer on stage. Und da habe ich einiges, was ich rauswerfen kann. Ich würde das an MBB geben, weil das sieht am besten aus. Also von den Gesichtszügen her finde ich die am nächsten am Original dran. Auch wenn sie nicht wirklich nah dran sind. Aber er hat ein relativ kantiges Gesicht, deswegen würde ich sagen, die sind vielleicht noch am nächsten dran. Aber auch nicht wirklich nah. So, das war MBB. Oh, MBB ist ordentlich in Führung, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier eine grobe Liste von allen möglichen Alben gemacht. Wir haben hier rausgeschmissen, was nicht gut reingepasst hat. Wir haben auch Sachen wie Canvas, Character Cloning und Image Guidance gemacht. Und wir sind bei diesem finalen Ergebnis angekommen. SDXL ist gut für Raytracing gewesen, wobei die wirklich alle sehr gut waren. Abstract XL war gut für Cartoons, für Logos
Und für Canvas, das war diese spezielle Funktion, die ich euch gezeigt habe, MBBXL ist super gewesen für ja, Bilder mit Händen, wobei das nicht eins, also nicht alle hatten, oder nicht ein Bild hatte alles richtig dabei, aber das war am nächsten dran. Dann die Schneckengeschichte, der Wald, Fotografie und Character Cloning entfernt. Und Dreamshaper fand ich aber auch sehr, sehr gut. Ich persönlich finde also MBBXL wohl am besten, Dreamshaper danach am zweitbesten und Abstract XL am drittbesten. Das sind aber natürlich alles subjektive Empfindungen. Und ich glaube, was wir hier sehen konnten, ist, dass es echt immer sehr, sehr eng war. Das heißt, wenn ihr probieren wollt, wenn ihr ausprobieren wollt, welches Bild am besten für euch ist, solltet ihr wahrscheinlich einfach selbst entscheiden, welches Modell kommt eigentlich, also einfach mal alle Modelle durchgehen, dann mit welchem bekomme ich eigentlich am besten die Ergebnisse hin, die ich haben möchte. Was ich sehr cool finde, ist, dass man hier eben sehr, sehr nahtlos alles ineinander übergeben kann. Ich kann den Kollegen hier jetzt zum Beispiel einfach klonen, ich kann ihn runterladen, ich kann aber auch nochmal Canvas machen und nochmal Sachen malen damit. Das finde ich sehr nützlich bei Super Machine, vor allem, dass wir jetzt auch hier wahrscheinlich relativ bald noch andere Modelle bekommen, die sie ja immer wieder selbst trainieren und erweitern und dass ich hier einfach einmalig was gezahlt habe, beziehungsweise ich habe gar nichts gezahlt, weil ich es gratis bekommen habe, was ich super nett finde. An der Stelle vielen Dank dafür. Wir werden das weiterhin benutzen und ihr könnt einmalig was bezahlen, nämlich $99 und dann bekommt ihr jeden Monat einfach 1000 Credits und das ist schon ziemlich cool. Okay, in dem Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es ist ein langes Video geworden. Ich werde das wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen müssen. Trotzdem wird es ein langes Video bleiben. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.